Moin Moin! Bevor es mit Gerrits Tagebuch losgeht, habe ich eine ganz große Bitte an euch. YouTube hat nämlich eine entscheidende Sache geändert. Und zwar, wenn ihr unseren Kanal Mivola TV abonniert habt, reicht das heutzutage nicht mehr, dass ihr unsere neuen Videos auch im Newsfeed bekommt. YouTube möchte immer mehr selbst entscheiden, was ihr im Newsfeed bekommt und als vorgeschlagene Videos. Und das könnt ihr ändern und selber darauf Einfluss nehmen. Wenn euch unser Kanal gefällt, geht neben dem Abonniert einfach auf dieses kleine Zahnrädchen und setzt die beiden Häkchen, die da sind. Dann bekommt ihr unsere neuen Videos wieder höher gerankt in den Newsfeeds und darüber würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank. So, und los geht's mit Gerrits Tagebuch. Hallo zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch, sozusagen die Sommerloch-Folge vom Tagebuch. Sommerloch heißt bei uns Sommerferien, das ist unsere fast wichtigste Zeit. Wir haben hier mehrere hunderttausend Besucher, um die wir uns natürlich kümmern wollen. Wir wollen, dass die Anlage perfekt funktioniert und das dominiert uns momentan. Wir können also nicht viele neue Projekte zeigen, sondern unser Technikteam ist mit Wartung und Reparatur, damit alles am nächsten Morgen immer schön läuft, beschäftigt und das bei Öffnungszeiten von teilweise 7 bis 1 Uhr nachts. Das bedeutet nicht viel Zeit für sonstige Sachen. Aber im Italienabschnitt, da geht es monstermäßig voran. Man sieht nämlich hier in Rom zum Beispiel schon, dass wirklich jetzt es anfängt, so ein bisschen zumindest schon dreidimensional zu wirken. Was vor ein paar Wochen noch einfach nur eine Platte war, fängt an zu leben. Tina hat nämlich alle Straßenbelege hier fertig. Die sind in Rom tatsächlich so dunkel, da waren wir selbst am Anfang überrascht und haben uns das mal angeguckt. Aber Tina war in Rom, hat sich das angeschaut und es stimmt, es ist mega authentisch geworden. Und die ersten Bauwerke, beziehungsweise das erste Bauwerk ist eingebaut, eine Brücke. Was hier so unscheinbar steht und nach ein bisschen, ja, man hat es mal reingebaut, aussieht, ist sehr viel Arbeit. Es fängt damit an, man guckt sich die Bilder an der Brücke, erstmal die Entscheidung, welche man überhaupt bauen möchte. Und dann geht es los, dass man am Computer versucht, diese Brücke nachzuzeichnen. Das ist nicht einfach ein paar Striche und ein paar Linien, sondern da sitzt man teilweise 1, 2, 3 Wochen dran, bis man das Ding konstruiert hat. Teile werden dann mit dem Computer übertragen an eine Fräse und gefräst. Andere Teile werden mit der Hand hergestellt, passend, werden dann zusammengesetzt, müssen mehrere hundert Jahre älter gemacht werden von der Optik und am Ende zusammengebaut und oh Wunder, wenn alles geklappt hat, auch hier reinpassen. Das hat bei dieser Brücke geklappt. Wir haben noch viele vor uns, auch viele Gebäude, also hunderte. Es ist super spannend, was hier alles passiert. So, also das, was hier in Autos liegt, ist wirklich ein Witz im Vergleich zu dem, was Rom braucht. Rom braucht 1000 Autos oder mehr. Es muss stinken, es muss laut sein. Wir müssen mal gucken, ob wir das tatsächlich mit Geruch noch hinkriegen. Aber auf jeden Fall, Rom wächst langsam bei uns. Man sieht da zwar hinten noch ein Riesenloch. Das Riesenloch wird gefüllt mit dem Hauptbahnhof, der fast fertig ist. Also man würde jetzt sagen, was ist daran fertig? Aber der Großteil der Arbeit steckt schon drin. Die gesamten Gleise ist ein Großteil schon gealtert und vor allen Dingen die Technik hier drunter ist eingebaut, muss jetzt zwar verkabelt werden, das machen wir aber erst, wenn das Ding da drin ist. Aber Antriebe funktionieren alles schon. Das ist von Wolfgang immer so ein Schritt, wenn er sagt, mein Bereich ist hier durch, dann weiß man, hat er einen Monat lang geschuftet. So, und da hinten Ligurien wächst auch, neulich noch eine Platte. Mittlerweile könnte man fast sagen, die Tischler sagen, die Berge sind fertig, weil das, was man hier sieht, sieht zwar irgendwie wie ein bisschen Holz aus, aber wenn man jetzt Fliegengitter drüber macht und Gips, sieht man, dass diese getischlerten Teile wirklich einen Sinn machen und dass da schon die Form vorgegeben wurde, wie die Berge am Ende sein werden. Und vielleicht sehen wir schon in der nächsten oder übernächsten Folge, wie hier Ligurien entsteht. Wir gehen mal weiter zur Amalfiküste. So ähnlich sieht es nämlich hier an der Amalfiküste aus, auch nur Holz, aber ganz wichtig, dass die Modellbauer mit den Tischlern zusammen und Gerd, der das Ganze gezeichnet hat, sich wirklich verstehen müssen, damit hier diese Holzspanten so aufgestellt werden, dass, und hier geht es nämlich schon los, das Fliegengitter nachher ordentlich in Form gebracht werden kann und dann 5 Tonnen Gips draufgepackt werden können. Und dieser Gips wird nicht einfach nur draufgeworfen, sondern das ist die Kunst. Dass nachher vor allen Dingen in Italien diese unterschiedlichen Felslandschaften entstehen. An der Amalfiküste nämlich völlig anders als hier hinten in der Vesuv-Gegend. So, denn hier ist nämlich der erste Berg wirklich weit vorangeschritten. Es ist ein kleines Kunstwerk, Darlehen hat da wochenlang dran gesessen, weil die Kunst ist es natürlich für den hier Süditalien typischen Landesschnitt die Berge zu formen, aber dann nachher die Farbe aufzubringen. Wir müssen bei der Farbe nämlich immer ein bisschen akzentuieren, das heißt, wir müssen ein ganz klein bisschen übertreiben, damit das typische Bild, was man vor Ort kennt, auch hier ins Auge sticht. Und da nicht zu weit zu übertreiben oder andersrum das Detail, was man eigentlich zeigen möchte, zu verblassen, ist eine kleine Kunst. Hier müssen wir mal gucken, ein bisschen Klarlack drüber oder wie auch immer, ob die Farbe nicht vielleicht sogar
sogar ein Tick zu kräftig geworden ist, aber das schauen wir dann, wenn das Licht ordentlich ist und wenn das Ganze im Verbund steht. Hier kann man aber auch gut sehen, hier ist eine erste Klappe fertig geworden. Diese Klappen sind irgendwie für euch wahrscheinlich völlig uninteressant, für uns aber ganz wichtig. Wir haben nämlich so viel gelernt in der Vergangenheit, dass wir teilweise nicht gut ran können an die Anlage. Und so haben wir jetzt geplant in der Zukunft, in Rom zum Beispiel sieht man das schon, dass wir ganze Flächen rausnehmen können, dann kurz zum Schreibtisch nehmen, eine Stunde dort am Platz wunderbar alles tauschen, wieder reinsetzen, keiner was mitbekommen hat und wir unheimlich viel Zeit gespart haben. Das ist auf jeden Fall momentan so ein Thema, wo wir versuchen, noch viel besser zu werden in der Wartungsfreundlichkeit. Da diese Wartungsfreundlichkeit, wie gesagt, durch die Sommerferien bei diesen teilweise 18, 19 Stunden Öffnungszeiten pro Tag so unser Hauptthema ist, kommt Stefan momentan mit dem Vesuv auch nicht besonders schnell voran, weil er sich auch um Reparaturen und Ähnliches kümmert. Aber eine Sache hat er fertig bekommen, nämlich die Feuerwache. Die zeige ich euch gleich. Aber noch eine Sache ist fertig geworden, da haben wir lange dran gesessen und viel Spaß dran gehabt. Unser Bunker der Verschwörung. Und da gehe ich mal kurz hin. So war das also mit der Mondlandung. Hier haben wir vor 2 Jahren festgestellt, Platz ist vorhanden. Und wenn wir Platz haben, wollen wir den nutzen. Und haben überlegt, was können wir denn hier Schönes machen. Und wir kamen ziemlich schnell auf die Idee, Verschwörungstheorien. Mal irgendeine Verschwörungstheorie in unserer Gedankenform aufklären, wie wir es uns vorstellen. Aber wir konnten uns nicht entscheiden, welche. Also wir kamen jetzt ziemlich schnell zu der Idee, wir bauen den Bunker der Verschwörung. Alles, was ihr über Verschwörungstheorien schon mal wissen wolltet, die Antwort, wie die Mondlandung war, gibt es Bielefeld wirklich oder nicht, hier habt ihr sie. Wenn die Sommerferien vorbei sind und ein bisschen mehr Zeit da ist, werden wir mal eine extra YouTube-Video-Folge nur über diesen Bunker der Verschwörung drehen. So, und da sehe ich ganz helles Licht. Eigentlich nicht besonders erwähnenswert, wenn es nicht in der Schweiz so schön hell leuchten würde. Das bedeutet nämlich neue Leuchtstoffröhren. Das müssen wir regelmäßig machen. Das ist an sich schon ein Akt, hier die ganzen Leuchtstoffröhren über der Anlage zu wechseln. Aber besonders in der Schweiz ist es ein Riesenspaß für unser Kletterteam. Dafür muss man eine besondere Ausrüstung haben, auch besonderes Können und die Ausbildung haben. Und wir haben damals während des Baus der Schweiz schon darauf geachtet, dass wir genau dieses machen können, nämlich die Leuchtstoffröhren wechseln. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ist immer eine kleine Herausforderung, ein bisschen haarig, aber alle freuen sich drauf. Kann natürlich nur nachts gemacht werden, außerhalb der Öffnungszeiten, aber jetzt leuchtet es wieder ganz hell. Wir gehen mal zu Stefan und schauen uns die Feuerwache an. So eine Sache habe ich vergessen, auf dem Weg zur Feuerwache mal eben kurz bei der Lokwerkstatt vorbeizuschauen und euch das zu zeigen. Es kommt immer mal wieder vor, 2 Boosterkreise, jeweils mit 3 Ampere, haben irgendwo einen Übergang. Und wenn da was schief geht und ein Zug ungünstig stehen bleibt und noch einen Kurzschluss macht, dann passiert das. Dann fängt er an zu schmoren, es ist normalerweise nicht schlimm und unter ungünstigsten Umständen kann es sein, dass das Plastik anfängt zu schmilzen und sogar annähernd anfängt zu brennen. Dafür haben wir mehrere hundert Brauchmelder unter der Anlage. Es kann halt nur tagsüber passieren, wenn die Anlage läuft und wir sind dann immer ganz schnell vor Ort. Aber Ergebnis ist trotzdem immer beeindruckend. Die Anlage kann nicht brennen darüber, also sie kann nur schwarz werden und verschmoren, weil sie komplett mit Feuerschutzlack eingestrichen ist. Deswegen, es kann nichts passieren, aber trotzdem, es heult immer so ein bisschen das Herz, wenn es so einen zerstörten Zug sieht. Aber egal, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Ab zur Feuerwache. Die Feuerwache. Moin Stefan. Hallo Gerrit. Hättest du vor ein paar Monaten gedacht, als wir so überlegt haben, so, wir könnten ja die Rolltore der Feuerwache mal beweglich machen, dass das so ein Akt wird? Nee, eigentlich nicht, weil ein einzelnes Tor war ganz einfach, Ja. aber die Masse der Tore in diesem kleinen Gebäude, du siehst, das ist wirklich bis auf den letzten Millimeter vollgestopft mit Kabel, Motoren, Schaltern. Hätte ich das gewusst, hätte ich es mir nochmal überlegt, weil es merkt eigentlich gar keiner oben, dass da gar keine Tore drin sind. Das guckt sich weg, da haben sich alle dran gewöhnt, aber umso toller, dass es jetzt doch geklappt hat. Der Einbau steht kurz bevor, wir warten jetzt eigentlich nur noch, bis wir uns entscheiden, ob wir die Infrarotsteuerung in Knuffing, also dass wir die gesamte Decke mit unserem Infrarotsystem zukleistern und das mal in Betrieb nehmen, nochmal wieder verschieben, weil so viele andere Projekte dazwischen stehen, dann bauen wir sie schon ein. Wenn wir das mit dem Infrarot-Einbau zusammen machen wollen, dann würden wir nämlich die Feuerwache noch mit der Infrarottechnik nämlich vorher ausstatten und noch ein bisschen warten. Aber sie ist soweit fertig, ich bin fasziniert, die Software ist auch fertig, das war ja auch eine Aufgabe, dass man sozusagen in diese ganze Feuerwehreinsatzsteuerung auch den Ablauf der Tore, die gehen natürlich nicht alle gleichzeitig hoch und runter, mit einbaut. Das ist eigentlich alles fertig und ich freue mich auf den Tag, wo das soweit ist. Das war sozusagen ein bisschen die, wir reden viel und zeigen nicht so viele Bilderfolge von Gerrits Tagebuch. Das tut mir ein bisschen leid, aber ich freue mich darauf, dass es irgendwann besser werden wird, dass wir auch wieder was über die Schiffe erzählen können. Jetzt überstehen wir erstmal die Sommerferien, das tolle Tropenwetter in Hamburg seit Monaten noch ein bisschen genießen. Und wie gesagt, ich freue mich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.